So, da wird mal wieder Reis angeliefert für den großen Auftritt der Corona-Gang am Wochenende. Aber halt, das ist doch gar nicht unser Reisexpress mit den Sklaven, die unsere Enkel so sehr lieben. Die sind heute leider verhindert. Der Großhändler hat zwar die bestellten 2,5 Tonnen Reis geschickt, aber mit einem mickrigen Pick-up, der unter der schweren Last ganz schön in die Knie geht. Und die beiden Träger, welche da mitgekommen sind, halten keinen Vergleich zu unseren geliebten Reissklaven aus. Die tun sich wirklich schwer mit den Säcken. Wahrscheinlich haben die sonst einen gemütlichen Job im Büro und lassen die Sklaven knechten. Auweia, Palit ist auch nicht da. Jetzt müssen die beiden armen Tröpfe alles alleine tragen. Sonst hätte ihnen der die halbe Arbeit abgenommen. So muss Tangma als Dame heute die Aufsicht führen und das Stapeln der Säcke leiten. Die Neuen tun sich echt schwer. Die wissen ja nicht mal, wie die Säcke richtig abgelegt werden müssen. Tangma und Ying zeigen es ihnen, sind ob deren Unwissenheit aber ein wenig konsterniert. Nach langem Schuften, hurra, es ist geschafft. Na, eine kleine Limonade haben die beiden sich jetzt doch verdient. So, jetzt aber bitte ran. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Es warten noch andere Aufgaben darauf, dass sie erledigt werden. Zum Glück sind die Eier schon vorher geliefert worden, da braucht sich keiner mehr drum kümmern. Am nächsten Morgen ist die Crew vollzählig. Auch Palit ist wieder da und alles läuft in geregelten Bahnen, wie man das von den Coroneros her gewöhnt ist. Na also, wenn die richtigen Leute was anpacken, dann ist auch alles kein Problem. Nach getaner Arbeit gibt's für die Erwachsenen einen kleinen Umtrunk und für Tangma und Palit ein Eis. Und alles ist parat für den nächsten Tag. Am Abend regnet es dann leider wieder und wir sehen dem kommenden Morgen mit Bedenken entgegen. Aber Petrus hat Mitleid und lässt es um 6 Uhr morgens nur noch ganz schwach tröpfeln. Und nach einer Viertelstunde ist auch das vorbei. Erleichtert richten die Bürokraten ihr Großraumbüro ein, die Ordnungskräfte versuchen möglichst streng reinzublicken und die gewaltige Menge der Wartenden steht bereit, überpünktlich wie immer. Also, antreten, ID-Karten übergeben, registrieren lassen, Nummern in Empfang nehmen und am Handgelenk stempeln lassen. Kennt doch inzwischen fast jeder und deshalb sollte es auch glatt laufen.
Und dann ab zur Hauptstraße. Dort ist alles längst bereitgestellt und die Hürden können ruhig kommen. Aber bitte schön mit Abstand, sonst meckern die Behörden und denken sich neue Vorschriften aus. Also ihr Hungrigen, nehmt eure Beute in Empfang und tragt sie schön nach Hause. Ob es kommende Woche wieder etwas gibt, erfahrt ihr dann am Mittwoch oder Donnerstag. Solange müsst ihr euch leider gedulden, weil wir noch nicht wissen, ob für nächstes Wochenende genug Kohle vorhanden ist. Was auffällt ist, dass die Abstände jetzt recht gut eingehalten werden. Das ist auch gut so. Wir wollen ja alle wieder raus aus der Corona-Misere. Als die Ausgabe beendet ist und die Coroneros alles abgebaut haben, wird die Verpflegung für die Immobilen verladen und es ist Zeit, die Versammlung aufzulösen. Rob, Matt und der Dino müssen die Ärmsten der Armen am nächsten Morgen in ihren Villen versorgen. Dabei stellen sich dann fast wie immer Überraschungen ein, die meist nicht zur erfreulichen Sorte gehören. Wir lassen diesmal bei den schwersten Fällen immer 2 Wochen Rationen zur Vorsicht zurück, weil wir noch nicht sicher sind, ob wir das nächste Wochenende genug Geld für eine generelle Essensausgabe haben. Dann sind wenigstens die versorgt, welche es am nötigsten brauchen. Der geh- und sprechunfähige Mann sitzt diesmal auf dem Boden vor seiner Bleibe. Ein Fuß ist geschwollen. Das hat er sich zugezogen, als er versucht hat, sich alleine an der Wand entlang auf die Toilette zu hangeln. Es dauert eine Weile, bis wir merken, dass er aufstehen möchte. Aber das schafft er dann nur mit massiver Unterstützung und wird anschließend in sein Bett geführt.
Erschütternd ist es immer wieder, wenn Kinder uns zu ihren hilflosen Angehörigen führen. Dann freuen sich die Kinder zwar über eine kleine Aufmerksamkeit, aber das Elend der Erwachsenen wird dadurch nicht beseitigt. Der kleine Junge sitzt auch wieder bei seinen blinden Großeltern und hält Wache. Trotz der erbärmlichen Lebensumstände hat der Bengel gute Laune. Sauerstoff für Notfälle ist aus dem Reservoir der Tauchschule auch wieder vorhanden. Bei der herzoperierten Dame stellt sich dann heraus, dass sie eigentlich auch für Notfälle eine Sauerstoffflasche haben sollte. Die Tochter verrät uns dann, dass die aber der vorhergehende Vermieter einbehalten hat, nachdem er sie aus der Unterkunft geworfen hatte, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Unserer Meinung nach ist das widerrechtlich, trotz Schulden. Aber nachdem das schon ein paar Monate her ist, lohnt es nicht mehr zur Polizei zu gehen. Einen Druckminderer für den Sauerstoff konnten die beiden retten. So werden wir Ihnen eine Sauerstoffflasche aus dem Poseidon-Bestand vorbeibringen. Die Tochter bittet Rob auch bei jedem Besuch, ihr zu helfen, eine Arbeit zu finden. Sie ist bereit, jeden noch so schweren oder schmutzigen Job anzunehmen, wenn sie nur wieder selbst für ihre Mutter sorgen kann. Ja, ihr seht richtig. Wir bringen in manche Villen auch Pampers für Erwachsene. Und in manchen legen wir das Essen in den Behausungen ab, während die Empfänger gerade von Angehörigen zum Arzt gebracht wurden. Hunger haben die ja trotzdem, wenn sie wieder nach Hause kommen. Puh, mal wieder geschafft für eine Woche. Nur die Sauerstoffflasche müssen wir noch abliefern, aber das machen wir dann morgen. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir die Birne freikriegen und auf andere Gedanken kommen. Euch in Europa wünschen wir, dass ihr die neuen Freiheiten genießt und dass die nicht wieder eingeschränkt werden. Macht's gut, eure Corona-Gang.